Mein Name ist Stefan und ich wohne schon mein ganzes Leben in Bremen und liebe diese Stadt. Doch Bremen ist so viel mehr als Werder und das zeige ich euch in diesem Video. Das kleinste, aber zugleich feinste Bundesland ist Bremen. Bremen und Bremerhaven bilden gemeinsam den Zwei-Städte-Staat. Insgesamt dürfen sich rund 650.000 Menschen glücklich schätzen, hier in beiden Städten zu wohnen. Bremerhaven liegt direkt an der Nordseeküste und Einmündung zum Fluss Weser. Bremen liegt 60 Kilometer im Landesinneren weiter flussaufwärts an der Weser. Ausgangspunkt für unsere Bremen-Stadtführung mit dem Stadtmusikanten Express ist im Herzen der Hansestadt der Marktplatz mit Rathaus, der Freiheitsstatue dem Roland und etwas an der linken Seite neben dem Rathaus versteckten Bremer Stadtmusikanten. Viele stellen sich die Stadtmusikanten deutlich größer vor. Dessen ungeachtet bringt es auf alle Fälle Glück und erfüllt einen Wunsch, wenn man den Esel berührt, und sei es nur, dass man wieder nach Bremen zurückkommt. Und das reicht doch auch irgendwie, oder? Eines der Wahrzeichen der Stadt ist die 1404 errichtete Roland-Statue. Er steht für die Marktrechte und Freiheiten der Bremer Kaufleute und blickt deshalb selbstbewusst in Richtung Dom, wo bis ins 16. Jahrhundert ihr größter Widersacher, der landesfürstliche Bischof, sein Hauptquartier hatte. Der allererste hölzerne Dom wurde schon im Jahre 789 gebaut. Eine Besichtigung des heutigen Doms ist lohnenswert, genauso wie der abenteuerliche Aufstieg auf den Glockenturm. Seit Juli 2017 fährt die Elektrobahn mit dem passenden Namen Stadtmusikanten Express durch die Bremer Innenstadt und die Überseestadt. Touristen und Einheimische haben so die Möglichkeit, schnell und bequem die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Bremen zu erkunden. Start und Ende einer jeden Fahrt ist bei der Touristeninformation direkt am Marktplatz, an der Ecke zur Langenstraße. Der Stadtmusikanten Express fährt mehrmals täglich bis Ende Oktober und zum Bremer Weihnachtsmarkt. Es gibt 2 Sightseeing-Touren durch Bremen. Auf der ersten Tour erlebt man das bunte Treiben auf dem Marktplatz und entlang der Weserpromenade Schlachte, sowie Bremens ältestem Viertel, dem Schnurr, die Wallanlagen mit der Ostertor Kulturmeile und natürlich dem Original Bremer Viertel, dem Steintorviertel. Also eine abwechslungsreiche Fahrt in knapp unter einer Stunde. So, mit dem Glockenschlag geht's los. Herzlich willkommen, liebe Fahrgäste. Willkommen im Stadtmusikanten Express. Das Besondere ist, dass die Lok einen Elektromotor hat. Damit schafft sie eine maximale Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern und fährt ganz normal auf der Straße. Zudem gibt es eine Extra-Genehmigung, auch für das Befahren des Marktplatzes und andere besondere Wege, wie beispielsweise direkt an der Weserpromenade Schlachte. So ist jeder der insgesamt 56 Passagiere, verteilt auf die 2 Anhänger, immer und überall dicht dran und kann Bremen hautnah erleben. Der Schnurr ist Bremens ältestes Viertel. Die schmalen Straßen mit ihren kleinen Häusern sehen aus wie an einer Schnur aufgereiht, und genau dieser Umstand gibt dem Viertel seinen Namen. Der Schnurr lädt ein, durch die interessanten Gassen zu bummeln, um den zahlreichen Kunsthandwerkern über die Schulter zu sehen und in einem der Cafés, Restaurants oder Kneipen einzukehren. Zudem gibt es im Schnurr ebenso viele kulturelle Angebote zu finden.
Zum Glück wurden im Jahre 1802 beim Abbau der Befestigungsanlagen der Stadtwall nicht als Bauland deklariert, sondern durch eine Senatsdeputation als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Deshalb kann man heute mehr als 200 Jahre später hier spazieren gehen und die Natur genießen, umgeben von unzähligen Bäumen bis zur noch einzigen erhaltenen Windmühle, die auf Kaffee und Kuchen und andere Köstlichkeiten einlädt. Weiter geht unsere Fahrt auf dem Osterdeich, vorbei an der sogenannten umgedrehten Kommode und am Café Sand mit dem Bremer Badestrand, bis dahin, wo die Weser einen großen Bogen macht. Kurz vor dem Stadion von Werder Bremen fahren wir links rein in das besondere Steintorviertel. In dem Viertel ist voll das Leben. Im quirligen Bremer Trendviertel ist immer etwas los. Wer Ruhe und Abgeschiedenheit mag, ist hier falsch. Auf den Straßen, in den Bars und Cafés herrscht immer Betriebsamkeit. Eine Zeit lang äußerst beliebt bei Studenten und jungen Menschen, ist es heute stellenweise eher hochpreisig, was die Mietkosten angeht. Somit wohl eher etwas für Wohngemeinschaften, aber das geben die lang und schmal geschnittenen Altbremer Wohnungen durchaus her. Das Viertel rund um die Stephanikirche wird auch Fohlenquartier genannt und ist heutzutage ein Medienquartier. Radio Bremen, die älteste Sendeanstalt der ARD, hat hier vor 10 Jahren durch 3 Neubauten ein besonderes Funkhaus erschaffen, das die mittelalterlichen Straßenzüge erhält und mit integriert. In unmittelbarer Nachbarschaft gibt es darüber hinaus ein Designhotel sowie den modernen Neubau der Jugendherberge mit Dachterrasse. Im Mittelalter war an dieser Stelle die Stadt der Handwerker, deren einfache Stadthäuser sich dicht an dicht um die Kirche drängten. Der Krieg zerstörte sowohl das Quartier als auch die historischen Packhäuser am Weserufer. Vom angrenzenden Martini-Anleger kann man Hafenrundfahrten und verschiedene andere Schiffsreisen machen. Weserabwärts geht's nach Bremerhaven oder flussaufwärts am Weserwehr vorbei. Der ungewöhnliche Name Schlachte für das Weserufer kommt nicht etwa von dem Wort Schlachten, sondern geht auf das niederdeutsche Wort Slate für Einschlagen zurück. Neu an der Schlachte ist die 1906 gebaute Alexander von Humboldt. Die meisten kennen sie vielleicht, wie sie mit ihren grünen Segeln für das Bremer Becksbier in unzähligen Werbespots um die Welt gesegelt ist. Früher haben die Bremer Kaufleute hier im sandigen Weserufer schwere Holzbohlen eingeschlagen, um einen festen Ankerplatz zu bekommen. Es wurde dann im Laufe der Jahrhunderte zu einer hohen Mauer mit breiter Kaje. Heutzutage ist die Schlachte die maritime Promenade der Stadt mit Biergärten, Restaurants und zahlreichen Schiffen, die dauerhaft vor Anker liegen. Die meisten können besichtigt bzw. besucht werden und beherbergen ebenfalls Restaurants. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Teerhof. Ursprünglich nicht mehr als eine Sanddüne im Strom, stehen heute auf ihr exklusive Apartments und ein Museum. Der zweite Weserarm, der von der Schlacht aus gesehen hinter dem Teerhof sich befindet, ist nicht mit Schiffen befahrbar. Die zweite Sightseeing-Tour führt entlang der Weserpromenade Schlachte direkt in die moderne und neu erschlossene Überseestadt mit ihrer spannenden Vergangenheit als Industriehafen. Während der 90-minütigen Fahrt geht es bis in die Nähe zum Molenfeuer im Überseehafen Süd,
dem sogenannten Mäuseturm am Getreidehafenareal und wieder zurück in die Innenstadt. Wir fahren immer noch weiter entlang der Weser an der Schlachte. Nach der Brücke beginnt die Überseestadt. In der Überseestadt erlebten wir in den letzten 10 Jahren den Wandel des alten Hafens in ein modernes Revier mit unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten, Kunst und Kultur sowie Gastronomie und spannender Architektur mit trendigen Wohnen. Wir fahren vorbei am Wesertower, dem größten Bürogebäude Bremens, vom Architekten Helmut Jahn. Das 2010 fertiggestellte Hochhaus hat 22 Stockwerke und ist 82 Meter hoch. Wichtig in Bremen ist, dass kein Gebäude größer sein darf als der 98 Meter hohe Dom. Ausnahmen bilden hier nur der Fernsehturm in Walle mit 236 Metern und der Fallturm Bremen des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation bei der Universität mit 122 Metern. In der Überseestadt wird immer noch fleißig gebaut und der Himmel sieht dramatisch aus. Der typisch wechselhafte Bremer Sommer scheint seinem Namen alle Ehre zu machen. Warten wir es ab, ob das Unwetter vorbeizieht oder uns voll erwischt. Eine kleine Pause mit Ausstiegsmöglichkeit legen wir am äußersten Punkt im Süden der Überseestadt in Sichtweite zur Mole am Getreidehafen ein. Für alle Landratten: eine Mole ist eine ins Wasser ragende Aufschüttung von Stein und Beton, die als Wellenbrecher dient und als eine Art Hafenmauer Schutz bietet. Nun fängt es doch an zu regnen, aber das ist gar nicht weiter schlimm, denn der Stadtmusikanten-Express ist überdacht und auf der einen Seite sogar geschlossen. Für alle anderen heißt es zusammenrücken und gemütlich weiter durch die Geschichte des Holz- und Fabrikenhafens fahren. Die Rolandmühle war damals der Landmark Tower. Heutzutage ist es ein ganz anderes modernes Gebäude mit exklusiven Wohnungen, das sowohl an Land, aber auch vor allem auf dem Wasser als fixer Orientierungspunkt dienen soll. So eine bisschen abenteuerliche Fahrt neigt sich dem Ende entgegen. Aber es hat ihm trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben ein paar Sachen gesehen, wo Sie sagen, da gehe ich jetzt nochmal hin. Egal, was Sie jetzt noch vorhaben, egal, wo Sie jetzt noch hinwollen, tun Sie es mit Spaß und Freude. Ich sage Tschüss zusammen. In der Nähe zum Neptunbrunnen und direkt neben dem Dom befindet sich ein außergewöhnlicher Spuckstein. Hier wurde am 21. April 1831 Gesche Gottfried geköpft, die beschuldigt wurde, 15 Bremer mit Gift ermordet zu haben. Noch heute hat aus Verachtung dieses Scheusals das Spucken an dieser Stelle Tradition. Gut, also wir brauchen einen anderen Weg, damit wir wenigstens wieder an unseren Ausgangspunkt kommen. Aber dann fahre ich wenigstens ein bisschen dichter an den Stadtmusikanten vorbei. Die haben Sie nämlich hier jetzt am Ende des Rathauses. Und wenn Sie jetzt mal nach rechts rüber schauen, auf die Kante, da sehen Sie sie. Da sind die Stadtmusikanten. Ein bisschen versteckt zugegeben, ein bisschen unglücklicher Ort, da viele suchen die immer, finden sie nicht. Aber Sie haben es jetzt wenigstens schon mal gesehen. Die Dreharbeiten für das Video fanden an 4 Wochenenden im August 2017 statt. Währenddessen machte ich 5 Touren mit dem Stadtmusikanten-Express, habe unzählige Pette Kaffee getrunken und ein Stückchen Kuchen auf dem Marktplatz gegessen, sowie ganz viel Neues über Bremen erfahren. Das war einfach klasse. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dann abonniert meinen Kanal kostenlos und verpasst zukünftig keine neuen Videos über Bremen mehr. Ich habe schon viele tolle Pläne.